Die neuen Razer Edition Mainboards von ASRock unterstützen die Razer Synapse 3 Software. Und das ist eine spezielle Software, die zur Steuerung der LEDs zuständig ist. Man kann die Software direkt von Razer runterladen und dann benötigt man nochmal eine Internetverbindung, da aus der Software selber die jeweiligen Programmteile runtergeladen werden. Bei der eigentlichen Installation hat man dann verschiedene Programmteile zur Auswahl und das ist erstmal hauptsächlich die Razer Synapse Software. Dazu kann man noch wählen als optionales Modul Chroma Connect, Chroma Studio und Chroma Visualizer. Das Paket, so wie wir das jetzt installiert haben, hat 394 MB und muss dann erstmal aus dem Internet geladen werden. Na dann laden wir mal. Während des Downloads kann man auch bereits einige Features sehen, wie zum Beispiel hier das Razer Chroma RGB Modul. Nach der Installation hat man dann die Wahl, ob man sich bei Razer noch zusätzlich anmelden möchte oder ob man als Gast fortfahren möchte. Wir fahren als Gast fort, allerdings fehlen einem dann einige Optionen, und zwar kann man zum Beispiel keine Profile abspeichern online in der Cloud. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Hier sieht man nochmal die Vorteile, die man hat, wenn man sich anmeldet. Und so sieht die Eingangsseite von der Razer Synapse Software aus. Ganz oben sehen wir die Menüleiste. Darunter sehen wir die jeweiligen Auswahlmöglichkeiten. Und dort kann man dann schon sehen, was für Hardware wir installiert haben und welche Module wir dort installiert haben. Ganz unten gibt es dann noch Online-Dienste, die haben wir aber wie gesagt hier nicht verwendet. Bei dem ASRock B550 Taichi Razer Edition Mainboard haben wir insgesamt 2 Anschlussmöglichkeiten für RGB-Streifen bzw. adressierbare RGB-Streifen und können bis zu maximal 80 LEDs individuell ansteuern. Wenn man mehr als 80 LEDs ansteuert, kann man selbst, wenn man die RGB-Streifen splittet, leider nur insgesamt 80 auswählen. Bei 81 gibt es dann die folgende Warnmeldung. Hier haben wir mal insgesamt 3 Winkel zugefügt mit jeweils 27 LEDs und das gibt dann insgesamt 81 LEDs, allerdings klappt das dann nicht mehr. Wir müssen also eine Auswahl auf 26 reduzieren und kommen dann insgesamt auf 80 LEDs. So, das war jetzt alles unter Anpassen und jetzt können wir oben rechts auf Beleuchtung wechseln und können dort einfache Einstellungen vornehmen wie die Helligkeit der RGB-Streifen oder des Mainboards. Und zusätzlich können wir auch die Effekte ändern. Und selbst bei den schnellen Effekten hat man neben statisch, Spektrum, Atmung, Welle und anderen Effekten auch gleich eine Ambiente-Erkennung. Da wird der Bildschirmbereich abgefragt und dann die Beleuchtung entsprechend des Bildschirmbereiches angepasst. Das ist ein ganz toller Effekt. Wem diese Effekte noch nicht reichen, die können über Chroma Studio eigene Effekte dem jeweiligen Device zuordnen. Das Ganze beginnt mit einem Tutorial, was man starten kann, oder man geht direkt weiter und wählt die jeweiligen Geräte aus. Man sieht hier in der Übersicht alle Geräte und dann kann man auf das jeweilige Gerät ranzoomen. Wir beginnen einfach mal mit dem Mainboard, fügen dort dann unsere Effekte zu, markieren die Bereiche, die wir mit dem Effekt versehen wollen, zum Beispiel hier das Feuer, können dann die Farbe auswählen für heiß und kalt, also in diesem Fall bei dem Feuer, und können dann dementsprechend jeder LED diese Werte zuweisen und dann läuft das auch schon in dem Feuer ab. Alternativ kann man natürlich auch ein Farbspektrum zuweisen. Das ist für jede LED des Mainboards möglich oder für jede LED des RGB-Streifens. Dann zoomen wir jetzt nochmal weg, dass wir nochmal die Übersicht sehen, was wir installiert haben. Hier unten sehen wir die beiden RGB-Anschlüsse mit jeweils einem RGB-Streifen. Und dann haben wir noch darüber das Mainboard. Wenn man jetzt von Razer auch eine Tastatur oder ähnliches hätte, würde das hier auch noch aufgeführt werden. Insgesamt wirklich gut und einfach gemacht. Und dann gibt es
Zu der Software auch nochmal weitere Pakete, wie zum Beispiel die Alexa-Module oder Makro-Module. Und das ist eine ganz tolle Sache. Man kann das also individuell anpassen. Und das ist natürlich deutlich mehr, als man bei normalen Mainboards zur Verfügung hat. Und zu guter Letzt sagt man dann noch, ob das Razer Synapse direkt mitgestartet werden soll beim Systemstart oder ob man das lieber manuell starten möchte und wie die Oberfläche dargestellt werden soll, hell, dunkel und so weiter. Und ob Benachrichtigungen dargestellt werden und so weiter. Wie die Effekte aussehen, haben wir jetzt in einem weiteren Video zusammengefasst und das sehen wir dann in dem RGB-Video von dem Mainboard. Wir wünschen weiterhin viel Spaß auf OC Insight und bis demnächst. Tschüss!